Herzlich willkommen bei Impuls. Wasser ist die wichtigste, aber auch die knappste Ressource auf unserem Planeten. Wir zeigen Ihnen heute Automatisierungslösungen, die dabei helfen, den Umgang mit Wasser zu optimieren und dafür sorgen, dass Wasser mehrmals benutzt werden kann und somit mehr Menschen zur Verfügung steht. Ich freue mich, dass ich jetzt im Studio Sophie Dubik begrüßen darf. Hallo Sophie. Hallo Philipp, freut mich, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Sophie, du bist als Global Business Development Managerin für das Thema Wasser bei IFM zuständig. Das heißt, ihr betrachtet das Thema global und seht da auch eine hohe Bedeutung in dem Thema. Ja, Wasser ist eine globale Herausforderung, wie wir am Beispiel von Kalifornien sehen können. Eine wahnsinnige Trockenheit, die immer wieder zu Waldbränden führt. Aber auch in Spanien, aber auch hier in Deutschland sehen wir, dass zum Beispiel aufgrund des Niedrigstands des Rheins das Thema immer wieder bei uns aufpoppt und immer wichtiger wird. Wie betrachtet ihr global das Thema? Was sind so eure Ansätze, um jedem Kunden, sage ich mal, gerecht zu werden? Wir betrachten dahingehend den kompletten Wasserkreislauf. Wir haben festgestellt, dass durch das große Angebot der IFM und unseren unterschiedlichen Produktpaletten wir hier eine einmalige Chance bieten können. Das heißt, wir gehen hin von Agrarwirtschaft, wo wir erkennen, dass Urban Farming ein Riesenthema wird, aber auch etwa im Bergbau, wo Wasser einfach immer wieder benötigt wird. Und genau diesen globalen Ansatz verfolgen wir, um die bestmögliche Lösung unserem Kunden am Ende anbieten zu können. Ja. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, die Ansprüche in Australien sind andere als in Europa oder in Afrika. Dazu kommen noch die unterschiedlichen Industrien. Wie bekommt ihr diese verschiedenen Anforderungen gemeistert und wie lassen sich da auch Synergieeffekte vielleicht erzielen? Wir haben hier auch einen globalen Ansatz gewählt. Insgesamt haben wir momentan 15 Länder im Fokus mit über 20 Vertrieblern, die sich inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und haben dabei natürlich unterschiedliche Fokussierungen. Wie du richtig sagst, hängt es natürlich da auch ganz länderspezifisch, aber auch kundenspezifisch an. Und hier haben wir unter anderem jetzt gerade einen starken Fokus erkannt auf die Filtrationsanlage. Ja, Sophie, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen uns am Ende der Sendung nochmal wieder. Wir schauen uns jetzt zunächst aber eine Filtrationsanlage mal aus der Nähe an und sprechen dazu mit einem Kollegen aus den USA. Chad Moser ist als New Business Development Engineer in der Wasserbranche in den USA tätig und kennt diese sehr gut. Hi Chad. Hi there, Philip. How are you? Hello from the USA. Chad, can you give us a brief overview of the water market and the role of water filtration in the US? Sure, I'd be happy to. So, like we mentioned earlier, water is becoming a cherished resource, right? We're seeing it here in the United States a lot more with recent events in Texas and California, where now they're beginning to ration how much water is used. And so because of this demand for clean water, treatment is becoming more and more important and critical. So some of the different technologies that we're seeing is carbon filtration, UV, ozone, and then membrane filtration, which is one major area of focus, is the membrane filtration with reverse osmosis. And that's an area where IFM's products has worked very well, bringing some new technologies. What are the most common industries of filtration systems in the US market, and where do you see the greatest changes? So for the industries that we've been seeing, it's been the food and beverage industry, where IFM has a lot of product and experience, desalination, pharmaceutical, and farming, where we're starting to see a new industry for vertical farms. And so many of these companies have used the same instrumentation for the past 40 years. And so now these times are changing with IoT and Industry 4.0, where companies are looking for a smarter system, where sensors can easily integrate over Ethernet and talk online. So now they want to see that information locally and remotely and not have to send someone on a plane to go visit the site to troubleshoot. And so that's been a major focus for IFM to help with some of these new digital and Ethernet technologies, making systems smarter. In your opinion, what are the most frequent and relevant error sources within the filtration process, and how can digitalization solutions help to minimize them? Okay, when you ask about sources of error, you need to have to measure the efficiency of a system and find that error. So you need eyes and ears to tell you what's happening. So that's the sensors and then the controls. And so one method of companies to measure and find that error in a process and how efficient a system is a method called OEE. And so OEE is the overall equipment effectiveness.
And so companies will use an equation or a score to be able to see how effective a system is. So there are three parts to that. It's availability, which is how long a machine is running and make sure that there's no unplanned stops. There's performance, so making sure a system is optimized and running at maximum output. And lastly, it's quality. So making sure the product meets specification. That goes for injection molded parts or water, where you need a certain purification for that water. And so to monitor the effectiveness of a system, you need to have a reliable, accurate way to bring that information in to show what's happening. And that's the digital world that IFM is focusing on now. Let's go into a little detail using this filtration system. The first parameter that is crucial for OEE is availability. What contributes to the availability of a filtration system? So the first factor, which we talked about with OEE, availability, is making sure the system's running. The goal is 100% of the time. And so this is an area I think IFM helps the most with a new Ethernet technology called IO-Link. Right? So now a system can talk directly with the sensors with bidirectional information, and it unlocks a lot of the trapped information that you couldn't get from analog and digital sensors. So now with IO-Link, we have diagnostics from the sensors, where, as you see on the skid, we have a temperature sensor that can tell you when it's out of calibration or when the signal is starting to drift. We have pressure sensors that can tell you when there are pressure spikes or an overvoltage. And if something were to happen with a sensor, there's no scaling of the product, there's no programming, and there's no calibration necessary, which saves a lot of time replacing a sensor to make sure that you're running as close to 100% of the time as possible. And on top of that, you need robust instrumentation. You need something that is very reliable. And so our products are designed for harsh environments, for food and beverage, for the mobile industry. And an example of that is our flow meters, where we've been replacing a lot of paddle wheels that are on systems with moving parts with a product of ours that is solid state with no moving parts. When it comes to keeping the performance of the system high, what are the most important factors for improving performance on a system? For performance, it's making sure that the system is running at maximum output. And so the major value that IFM would bring on an Ethernet system is making sure that the signals are more accurate. So now you have a purely digital signal that doesn't have any conversions for analog devices back to a control system. So now the signal is purely digital and much more accurate. And the system will run much more smoothly because of that. Performance will be better. And on top of that, when you're communicating over Ethernet, there's no issue with electrical interference from large pumps or motors where some of these systems could be. So now you get a pure digital signal that has no issues with electrical interference, which is very important. The last point you mentioned is quality. And in the case of filtration, this is certainly measured in the end product. In example, whether the planned degree of purity of the water has been achieved. What can be done to sustainably ensure this? So for quality, it's making sure that the water meets the specified purity levels and that you have clean water. And so IFM has a new technology that you can see here with a valve sensor, which can now tell you what position the valve is in. And that's critical for chemical dosing of the system, because now you would know if there are any leaks or if there's an issue with a seal, and you can make sure that you have the right amount of chemical being dosed into a system. And on top of that, with any of these devices, there's no calibration required. And so like with our conductivity meter, once that's put in, you have no issues with potential error, which ensures the quality of that water. With all these benefits, this new technology sounds expensive. Is it realistic for plants and OEMs to adopt these new technologies by adding extra costs? So because IO-Link can use existing wiring in a plant, we can actually bring that cost down. And really that's a savings on the point-to-point wiring, where now you can take a sensor, plug it into a block with quick disconnects, and then run one block all the way back to the panel and all that information. So that saves on labor. And with
OEMs, original equipment manufacturers, they can build the systems much more quickly too. And so I had a customer who could actually reduce their installation time by 50% because all of the sensors were coming back to one block with quick disconnects and running one Ethernet cable. And on top of that, because it's a digital signal, it's more accurate. And one example is with our conductivity meter, that because the resolution is so good, we can replace 2 or 3 part numbers of another customer's conductivity meter with just one part number. And so that's a good example of how this digital technology can really save customers money. Jed, thank you very much for the interesting insights. See you next time and all the best. Hey, Philip, it was great talking with you. Nachdem wir nun wissen, welchen Beitrag eine smarte Automatisierung in der Wasserfiltration leisten kann, ist es Zeit für einen Blick in die Praxis. Dazu nehmen wir Sie mit nach Südfrankreich, wo die Firma Nereus ihren Sitz hat. Nereus est une société qui conçoit et fabrique des appareils de filtration d'effluents liquides. La machine comporte une 50aine de capteurs. Jusqu'à présent, on travaillait avec des capteurs analogiques. Aujourd'hui, le système IO-Link permet de récupérer directement les valeurs brutes. Et donc, on n'a plus de traitement à faire sur la partie analogique. Alors, les principaux capteurs que l'on trouve sur la machine sont des capteurs de niveau, de pression, de température, conductivimètre. Donc sur notre installation, on a quasiment 90-95% des capteurs IFM et donc ces capteurs sont tous sur des répartiteurs master IO-Link. Ça nous permet d'avoir une remontée d'informations en temps réel. Voilà, donc ils ont une réactivité qui nous permet un asservissement de toutes nos pompes et un contrôle de la qualité des eaux qu'on rejette en permanence. Ces machines fonctionnent de façon totalement autonome. Nous faisons de la supervision à distance via Internet. Effectivement, on gagne énormément de temps sur la mise en œuvre de la machine, sur le tirage des câbles. On gagne du temps sur les paramétrages des capteurs et on récupère une donnée qui est brute et fiable. Les clients essentiels de Nereus sont à la fois les collectivités qui peuvent être intéressées pour le recyclage de leur eau, l'hôtellerie et essentiellement l'agriculture actuellement avec les sites de méthanisation où on a de très gros marchés pour réduire les volumes d'épandage de leurs produits. Chez Clairvert, on a un site multifilière. On recycle le bois traité et le bois non traité et on valorise les biodéchets. Dans cette cuve, les biodéchets vont être méthanisés et créer du biogaz. Et ce biogaz va être injecté dans notre moteur de cogénération et on va créer de l'électricité et de la chaleur. Alors pour résumer un petit peu le fonctionnement de la machine, on va pomper ici chez notre client un digestat liquide, donc le résultat de la digestion de bactéries qui créent du gaz, du méthane. On va passer à travers ces disques en céramique et à travers différentes étapes dans les tubes que vous voyez derrière moi, on va pouvoir ressortir sur une eau totalement claire. Et les relations avec IFM se passent très bien. On a des réponses rapides. Dès qu'un problème se pose, on a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à nos questions. Ich freue mich, dass wir jetzt mit Emmanuel Trouvé sprechen können, dem CEO von Nereus. Bonjour, Monsieur Trouvé. Bonjour. Nous venons de le voir dans le film. Plus de 50 capteurs fournissent des données provenant de vos installations de filtration. Que faites-vous de toutes ces informations et qui profite de la valeur ajoutée apportée par autant de capteurs? Eh bien, c'est tout d'abord la société Nereus elle-même qui profite de ces capteurs, car de cette façon, nous pouvons contrôler avec précision le fonctionnement de nos installations et nous pouvons maîtriser les solutions de filtration fournies à nos clients. Mais c'est aussi nos clients eux-mêmes qui bénéficient d'un service très complet grâce à la connexion distante de tous les capteurs. Nous pouvons leur assurer une surveillance, une astreinte, une opération à distance garantissant le bon fonctionnement de nos installations. Cela signifie que vous ne vendez pas toujours les installations de filtration elles-mêmes, mais que vous pouvez offrir à vos clients la filtration en tant que service. Exactement. Nous croyons fermement à cette approche car elle présente des avantages pour Nereus et pour ses clients. La garantie de performance est assurée aux clients et la possibilité d'ajuster les moyens mis en œuvre en permanence est un atout pour Nereus. Et pour nous deux,
l'opportunité de s'inscrire dans l'économie circulaire, aussi bien pour les équipements de Nereus que pour les produits recyclés produits par les clients. Pour que ce modèle soit durable, il nous faut, en tant que prestataire de services, être en mesure de garantir la productivité, la performance ainsi que la qualité de nos installations. Et pour ça, nous avons besoin d'excellents indicateurs en temps réel afin de réagir au plus vite. Et c'est ce que nous apporte la solution de monitoring fin proposée par IFM. Comment tirez-vous profit de la coopération avec IFM pour la réussite de votre modèle d'affaires? Eh bien, en rentrant un tout petit peu dans le détail, nous allons du capteur aux solutions de raccordement IO-Link, aux solutions de collecte de données jusqu'au tableau de bord dans nos locaux, ce qui fait qu'à la fin, nous avons un portefeuille de solutions large et cohérent proposé par IFM qui nous permet de visualiser le niveau de production de nos installations. Nous pouvons éditer des rapports journaliers, nous pouvons suivre des alarmes et des apparitions de dérives sur les organes stratégiques, et tout cela partout dans le monde ou à partir d'une tablette d'un de nos opérateurs. De plus, grâce à l'IO-Link, l'ensemble des capteurs peuvent être remplacés très facilement, même par du personnel non qualifié. Comme IFM doit également amener à ses nombreux clients des idées et des solutions pour améliorer leur performance industrielle et leur efficience énergétique, c'est pourquoi nous aussi présentons nos solutions avec IFM sur les salons les plus importants de notre industrie en France. Comment la filtration et le recyclage de l'eau vont-ils se développer à l'avenir? Quels sont les défis que vous voyez et comment les relever? Eh bien, la consommation d'eau continue d'augmenter avec une population croissante, alors même que le changement climatique rend difficile l'accès aux ressources naturelles d'eau douce, qui deviennent plus rares. Les solutions de Nereus permettent de recycler cette ressource en eau naturelle, en complément, bien entendu, des économies d'eau à la source. Ainsi, quels que soient les domaines industriels, l'agroalimentaire, les boissons, la blanchisserie, la cosmétique, dans les installations de méthanisation aussi, ou pour les municipalités, ou encore pour les grands immeubles collectifs, dans tous les cas, les solutions Nereus peuvent être rentabilisées en quelques mois. Pour un recyclage d'eau contribuant aussi à l'économie circulaire, il y a des atouts à utiliser les équipements de Nereus, car ils permettent simultanément de récupérer de la chaleur et des matières valorisables en même temps que l'on recycle l'eau. Et pour cela, il nous faut des filtres efficaces, contrôlés de manière fiable grâce au capteur IFM, et on obtient un processus sûr, automatisé, avec une grande efficience énergétique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et oui, peut-être nous reviendrons à bientôt en salon. Merci beaucoup, effectivement, au plaisir de participer ensemble à la promotion de nos solutions sur les salons. Merci, au revoir. Au revoir. Brauchwasser wird über mehrere Filtrationsstufen wieder zu verwertbarem, wenn nicht sogar trinkbarem Wasser aufbereitet. Um die Qualität zu sichern, ist es wichtig, jeden Prozessschritt einzeln zu überwachen. Ich spreche jetzt im Studio mit Robin Skade. Hallo Robin. Hi Philipp. Welche Lösung bietet IFM, um diesen Überwachungsprozess, diesen Qualitätssicherungsprozess automatisiert ablaufen zu lassen? Also einer der wichtigsten Punkte in der Automatisierung und auch Überprüfung und auch der Qualitätssicherung, wie wir es ja auch heute schon gehört haben, ist die Leitfähigkeit. Und generell unsere Leitfähigkeitssensoren spielen dabei dann eine entsprechende große Rolle. Ja. Dabei können wir über zwei Punkte reden. Einmal die Qualitätssicherung und wirklich die Filterüberwachung. Aber da würde ich gleich genauer drauf eingehen. Ja. Ich würde erst mal kurz über das Produkt selber sprechen. Ja. Und zwar können wir uns ja die 3 Gläser, die wir vorne stehen haben, einmal genauer angucken. Ja. Und zwar haben wir da einmal die 3 Stufen quasi. Einmal das in der Mitte, das leicht bräunliche Wasser, quasi als Ursprung oder Feedwater auch genannt. Ja. Das Ganze kann zum Beispiel aus einem Klärwerk kommen. Das Ganze kann Gülle sein beim Bauern und geht so quasi in die Filteranlage rein. Und dort entstehen dann die anderen beiden Stränge daraus. Ja. Auf der einen Seite das sehr, sehr dunkle schwarze Wasser, was hoch konzentriert ist. Ja. Dazu muss man immer sagen, die Leitfähigkeit und die Konzentration von wirklich Verschmutzungen spielt quasi ineinander ein. Ja. Denn reines Wasser ist nicht leitfähig.
Und die Verschmutzung oder die erhöhte Verschmutzung sorgt dafür, dass das Wasser leitfähiger wird, sage ich mal. Okay. Heißt, dieses schwarze Wasser ist dann deutlich höher leitfähig jetzt als das normale Feedwater. Und dann auf der anderen Seite haben wir das reine oder gereinigte Wasser, in dem Fall jetzt Trinkwasser, wo wir dann in einem Bereich zwischen 200 und 800 Mikrosiemens landen. Ja. Das ist jetzt gerade schon angesprochen. Die Überwachung der Filtersysteme ist natürlich ein elementarer Aufgabenbereich des LDLs. Das haben wir ja auch in den Videos und auch schon hier an der Anlage im Studio kurz besprochen. Dann lass uns doch mal auf die Funktionsweise eingehen. Wie genau erfolgt diese Filterüberwachung? Dafür würde ich einfach mal kurz auf unsere Animation hier eingehen. Und zwar haben wir ja quasi die 3 Stränge, die ich eben schon erklärt habe, mit den unterschiedlichen Flüssigkeiten. Also wir haben einmal das Schmutzwasser, sag ich mal, was in die Anlage reingeht. Daraus resultieren dann gereinigtes Wasser und Konzentrat. Ja. Auch mit den Leitfähigkeiten generell zu sehen. Man hat das im gereinigten Wasser ein sehr niedriges Level. Ich sag mal ein mittleres Level bei dem Schmutzwasser und ein sehr hohes Level beim Konzentrat selber. Dabei spielt der Sensor die Rolle, dass er einmal den Filter überwacht. Heißt, wenn er kaputt geht, kann er Meldung erstatten. Und auch die Qualitätssicherung am Ende, wenn man wirklich sagen möchte, okay, ich möchte für die Nachwelt, sag ich mal, festhalten, dass ich wirklich immer ein gewisses Level gehalten habe von Produkt, um auch sicherzustellen, dass es funktioniert hat, sag ich mal. Ja. Wie würde sich jetzt so ein Fehlerfall, sag ich mal, darstellen in der Überwachung? Das würde ich jetzt quasi dann weitergehend erläutern, sage ich mal. Das heißt, wir haben wirklich weitergehend den normalen Prozess und irgendwann kommt es dazu, dass der Filter halt nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ja. Das heißt, das Ganze wird sich bemerkbar machen in einem leichten Anstieg der Leitfähigkeit im Produkt, wie man es jetzt auch schon sehen kann, und auch an dem Abfall im Konzentrat, sodass man quasi am Ende 3 gleiche Graphen hat, denn es wird nichts mehr gereinigt. Das Feedwater geht quasi 1:1 in die anderen beiden Stränge über und man hat effektiv einen kaputten Filter. Ja. Sobald dieser Wert der Leitfähigkeit im Produkt am Ende ansteigt, kann der Sensor quasi schon eine Meldung erstatten. Das heißt, es können Ventile ausgesteuert werden oder generell eine Meldung an die Zentrale gegeben werden, hier, mein Filter muss gewechselt werden, Wartungsintervalle können daran angepasst werden. Also dass man wirklich von Zeitintervallen weggeht zu Real-Time-Maintenance, dass man immer sehen kann, okay, wann muss ich wirklich in meinen Prozess eingreifen. Ist auch in dem Sinne wichtig, dass wenn es zum Beispiel nicht rechtzeitig erkannt wird, dass dieser Filter kaputt geht, das Schmutzwasser quasi in das Produkt hinterher mit einfließt und man entweder alles, was man an Wasser produziert hat, wirklich verschwendet, in Anführungszeichen, oder hinterher wirklich nochmal neu in die Anlage einführen muss, um sie komplett nochmal neu zu reinigen. Ja, okay. Wir haben jetzt bei Nereus zum Beispiel auch gesehen, da ging es darum, Brauchwasser tatsächlich wieder dem Normalwasserkreislauf zuzuführen, sage ich mal. Jetzt gibt es ja auch andere Anforderungen, wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie oder in der Lebensmittelbranche. Da müssen ja ganz andere Werte, Leitfähigkeitswerte dann ermittelt werden. Habt ihr da auch Lösungen? Also wenn wir jetzt von Trinkwasser reden, habe ich ja eben schon gesagt, reden wir so im Bereich zwischen 200 und 800, was sehr, sehr stark wetterabhängig ist, jahreszeitabhängig ist. Aber da sind wir wirklich im trinkbaren Bereich. Ja. Wenn wir jetzt über Pharma reden oder auch Biotechnologie, da liegen wir bei einem Leitwert zwischen 0,05 und 50, je nachdem wie strikt die Anforderungen sind. Weil dort natürlich gar keine Verschmutzung mehr sein dürfen, weil daraus werden dann Medikamente oder auch Infusionen zum Beispiel hergestellt. Ja. Zurzeit haben wir leider nur Sensoren, die wirklich ab 100 Mikrosiemens genau messen können. Aber für die Zukunft, circa Mitte des 4. Quartales, werden wir auch hierfür dann eine Lösung anbieten, wo wir wirklich auch ab 0,05 Mikrosiemens messen können, auch bis hin zu 500 Mikrosiemens, um quasi die ganze Spanne im unteren Bereich auch mit ein bisschen Überlappung zu der aktuellen Sensorik abdecken zu können. Alles klar. Robin, vielen Dank für die Übersicht der Leitfähigkeitssensorik und gern. für den Ausblick auf die Zukunft. Danke. Sophie, willkommen zurück nochmal. Hallo Philipp. Wir haben in der Sendung heute gesehen, was im Bereich der Filtration heute schon alles möglich ist. Welches Entwicklungspotenzial und welches Optimierungspotenzial siehst du noch da in dem Bereich? Ich glaube, am Beispiel unseres Kunden konnte man sehr gut schon sehen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Was für uns natürlich immer wichtig sein wird, ist, die Ressource Wasser zu schützen. Und das wird einhergehend mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Gleichzeitig werden wir natürlich ein immer größeres Produktportfolio haben und damit natürlich auch noch weitere Lösungen für unseren Kunden maßgeschneidert anbieten können. Ja, weitere Lösungen heißt auch weitere Lösungen abseits der Wasserfiltration. Worauf fokussiert ihr euch da zukünftig?
Unsere Kernthemen bleiben natürlich weiterhin die Wassergewinnung und die Wiederverwendung von Wasser. Aktuell schauen wir uns unter anderem den Dekanter oder die Pumpe an und wie man diese gut monitoren kann und sicherstellen kann, dass hier keine Fehler entstehen. Sicherlich werden wir in Zukunft auch viele weitere Themen haben und ich freue mich, diese dir dann auch erzählen zu können. Ja, dann komm gerne in eine der nächsten Sendungen von Impulse wieder. Für heute sage ich vielen Dank, dass du da warst. Sophie, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige spannende und inspirierende Einblicke in die Automatisierungslösungen geben und zeigen, wie diese dabei helfen, Wasser optimal zu nutzen. Alle weiteren Informationen zum Thema dieser Sendung finden Sie auf ifm.com. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.